4 Jahre nach einem tödlichen Unfall auf der Autobahn 66 müssen sich ab heute 3 Männer vor dem Frankfurter Landgericht wegen Mordes verantworten. Sie sollen im Oktober 2020 ein illegales Autorennen veranstaltet haben. Eine 71-jährige Frau kam dabei ums Leben. Eigentlich hätte der Raser-Prozess bereits Ende August starten sollen. Doch der deutsch-iranische Hauptangeklagte, er erschien nicht. Er saß laut Gericht im Iran fest. Kevin Lux fasst die damaligen Geschehnisse zusammen. 3 Luxuskarossen rasen mit über 200 km/h über die stark befahrene Autobahn, machen die A66 bei Hofheim am Taunus mutmaßlich zu ihrer ganz persönlichen Rennstrecke. Mit fatalen Konsequenzen. Einer der Lamborghinis knallt bei dem Versuch, einem Pkw auszuweichen gegen die Mittelleitplanke und rammt dann einen Skoda. Schnell steigt schwarzer Rauch auf. Die 71-jährige Skoda-Fahrerin stirbt in den Flammen. Jetzt beginnt der Mordprozess gegen die 3 mutmaßlichen Raser im Alter von Anfang bis Ende 30. Also wir gehen hier davon aus, dass das Mordmerkmal niedere Beweggründe vorliegt, dass die Teilnehmer dieses Autorenns zumindest billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihr riskantes Fahrmanöver Personen zu Tode kommen können. Ein weiterer Mann wurde bereits im Mai wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er hatte den Unfall durch einen Fahrfehler beim Spurwechsel herbeigeführt. Ein tragischer Fehler, doch diese Männer waren sich ihrem riskanten Verhalten laut Staatsanwaltschaft bewusst. Der Fahrer des Unfallwagens hatte sich zuvor bei Instagram als PS-starker Mann präsentiert. Scheinbar sind es immer wieder junge Männer, die mit dem Tritt auf das Gas nicht nur den Motor antreiben, sondern auch ihr eigenes Ego auf Hochtouren bringen. Geschwindigkeit ist ja etwas, was in einer gewissen Weise berauschend sein kann, was einem ein Gefühl von Kontrolle, aber auch so ein bisschen Allmachtsempfinden, Abenteuer, aber es geht um Abenteuerrausch, Allmachtsempfinden. Es ist sich vorstellen wie so eine Art Droge, und es ist vor allen Dingen für das männliche Geschlecht eine willkommene Droge, weil es Ausdruck von Stärke, Kontrolle, Souveränität, gesehen werden ist. Und offenbar trifft das nicht nur auf die 3 Angeklagten zu. Auch im Stau hinter der Unfallstelle waren viele PS-starke Sportwagen zu sehen. Laut Staatsanwaltschaft sollen die Männer Teil einer organisierten Tour durch den Taunus für Autoenthusiasten gewesen sein. Jetzt müssen sie sich dafür vor Justitia verantworten.